Stell dir vor, die Iqama ertönt, der Moment vor dem Fardgebet. Einige stehen bereits auf, andere scrollen noch auf dem Handy, manche laufen durchs Gebetsraum, andere flüstern noch. Doch was wäre, wenn dieser Moment ein Spiegel deines Respekts gegenüber dem Gebet wäre? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Die Iqama ist nicht nur ein technischer Hinweis, dass das Gebet jetzt beginnt. Sie ist ein Aufruf zur inneren Sammlung, zur äußerlichen Bereitschaft und zur spirituellen Disziplin. Sie signalisiert, der Gebetsmoment ist da. Steh auf, richte dich aus, bereite dein Herz vor. Während der Adhan den allgemeinen Eintritt der Gebetszeit ankündigt, richtet sich die Iqama gezielt an diejenigen, die jetzt unmittelbar zum Pflichtgebet übergehen sollen. Deshalb trägt sie das Gewicht der letzten Vorbereitung und sollte mit entsprechender Achtsamkeit behandelt werden. Eine häufige Frage ist, wann steht man zum Gebet auf? Schon bei Beginn der Iqama oder erst bei bestimmten Worten? Die hanefetische Schule zum Beispiel empfiehlt, dass der Imam und die Betenden bei Hayya alal Falah aufstehen, also wenn der Ausruf „Komm zum Erfolg" erfolgt. Das findet sich auch in den Werken von Imam al-Haskafi. Wenn der Imam nicht vorne steht, sondern von hinten zum Mihrab, also zum Gebetsplatz geht, sollten die Reihen jeweils dann aufstehen, wenn der Imam sie durchquert, ruhig, diszipliniert, ohne Chaos. Was ist aber, wenn derjenige, der die Iqama spricht, auch der Imam ist? Dann empfehlen viele Gelehrte, mit dem Aufstehen bis zum Ende der Iqama zu warten, um direkt in die Gebetsstellung zu übergehen. Auch dies zeigt, die Iqama ist keine Zeit für Eile oder Unsicherheit, sondern für klare Ordnung. Was ist mit alltäglichen Szenen, wenn man zum Beispiel daheim betet? Ein Kind weint, der Gebetsteppich ist verrutscht, das Handy blinkt. Du willst noch kurz auf die Uhr schauen. Ist es erlaubt? Die Gelehrten empfehlen, während der Iqama möglichst in stiller Erwartung zu stehen. Unnötige Bewegungen sollen vermieden werden, besonders von denjenigen, der die Iqama spricht. Eine Fatwa des Ständigen Komitees in Saudi-Arabien empfiehlt dem Muezzin ausdrücklich, während der Iqama nicht herumzulaufen. Unser Prophet a.s. sagte, wenn das Gebet beginnt, dann steht in Ruhe auf und eilt nicht. Aber was ist mit Dingen wie kurz zur Toilette, eine Jacke auf die Seite legen oder das Kind beruhigen? Wenn es nötig ist und man ist nicht im Wudu, darf man das tun ohne Bedenken. Doch sollte man sich nicht absichtlich bis zur Iqama Zeit lassen, um dann hektisch zu werden. Wer die Iqama als letzten Weckruf behandelt, hat das Ziel verfehlt. Es geht nicht um Halal oder Haram, sondern vielmehr um die Konzentration zum Gebet und das Bewusstsein, gleich seinem Schöpfer gegenüberzustehen. Ein weiterer häufiger Fall ist die Iqama, während du gerade ein Sunna-Gebet verrichtest. Zum Beispiel vor dem Dhuhr oder dem Fajr. Plötzlich beginnt die Iqama. Was tun? Die korrekte Vorgehensweise hängt hier vom Zeitpunkt und der Eile ab. Imam al-Nawawi rahimahullah sagte zum Beispiel, wenn man fürchtet, dass man die erste Raka des Pflichtgebets verpasst, sollte man das Sunna-Gebet abbrechen. Manche Gelehrten, wie aus der Hanbali-Schule, betonen, wenn du schon weit fortgeschritten bist in deinem Sunna-Gebet, beende es schnell. Wenn du aber gerade erst angefangen hast, brich ab und reihe dich in die Gemeinschaft ein. Die Iqama ist ein Moment der Priorität. Sobald die Pflicht ruft, weicht das freiwillige Gebet in den Hintergrund. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, wer die Iqama sprechen darf oder soll. Gibt es Regeln oder Empfehlungen? Grundsätzlich ist es Sunnah, dass dieselbe Person, die den Adhan spricht, auch die Iqama macht. Dafür gibt es Berichte aus der Zeit Bilals. In einer Überlieferung sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Abu Mahdura, wenn du den Adhan sprichst, dann sprich auch die Iqama. Überliefert bei Abu Dawud und At-Tirmidhi. Sheikh al-Albani hat den Hadith als Sahih eingestuft. Doch wenn ein anderer sie übernimmt, ist es ebenfalls zulässig. Dieser Hadith weist nicht auf ein Verbot, wenn Adhan und Iqama von unterschiedlichen Personen gerufen werden. Genauso wie beim Adhan ist es erlaubt und teilweise empfohlen, die Worte der Iqama leise zu wiederholen. Viele Gelehrte der Malikiyya und Hanafiyya empfehlen dies. Auch bei den Worten Qad qamat as-Salah, also das Gebet hat begonnen, ist überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, Aqama Allah wa adamaha, möge Allah es aufrichten und fortbestehen lassen.
Diese Aussage wird von Abu Umama überliefert, jedoch ist die Überlieferung schwach. Nichtsdestotrotz sehen es viele Gelehrte als eine gute Empfehlung, dies beim Hören der Iqama zu sagen, analog zur Erwiderung des Adhans. Diese Antwort vertieft unsere Verbindung zum Gebet. Sie zeigt, dass wir nicht nur Zuschauer sind, sondern aktive Teilnehmer an diesem heiligen Moment. Die Iqama ist mehr als ein akustisches Signal. Sie ist ein spiritueller Spiegel. Wie wir uns in diesem Moment verhalten, sagt viel darüber aus, wie sehr wir das Gebet und damit Allahs Ruf in unserem Alltag priorisieren. Iqama bedeutet, etwas aufrichten. Wer also während der Iqama ruhig steht, konzentriert ist und innerlich bereit, der richtet sein Herz auf, noch bevor es sich zum Gebet aufrichtet. Die Iqama ist kurz, aber gewaltig. Sie trennt das Alltägliche vom Erhabenen. Sie steht zwischen Dunya und Akhira, zwischen Ablenkung und Fokus. Nimm sie ernst, reagiere auf sie mit Ruhe, mit Würde und mit Bereitschaft. Denn vielleicht ist diese Iqama die letzte, die du jemals hörst, und vielleicht das erste Mal, dass du sie wirklich verinnerlichst. Manche Wege geht man nicht allein. Wenn du offen für neue Themen bist, bleib gern dabei.